Hallo zusammen, heute werde ich mit Ihnen eine einfache, aber effektive Strategie für Geldverdienen mit binären Optionen teilen. Wenn Sie verstehen wollen, wie Sie Ihr Einkommen einfach und schnell steigern können, bleiben Sie dran. Diese Strategie ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler geeignet, wird Ihnen bei jeder Entscheidung, die Sie treffen, Sicherheit geben. Sind Sie bereit, Ihren ersten Schritt zum Erfolg zu machen? Dann viel Spaß beim Anschauen. Zunächst einmal müssen wir also zur TradingView-Plattform wechseln. Also TradingView ist die größte Grafikanalyse-Plattform, die von einer großen Anzahl von Händlern genutzt wird. Um den vollständigen Grafik zu öffnen, klicken wir auf diese Schaltfläche. Wenn Sie also zum ersten Mal auf dieser Plattform sind, haben Sie vielleicht die Währungssparer, die wir brauchen, noch nicht hinzugefügt. Um sie hinzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen, wählen Sie den Bereich Forex und fügen Sie die Währungssparer mit dem Großanbieter FX.de hinzu. Fügen wir einen Indikator hinzu, mit dem wir heute Geld verdienen wollen. Gehen Sie in den Bereich Indikatoren, klicken Sie auf Community, dann Trending und wählen Sie den Indikator Z-Score Weighted Trend System. Schauen wir uns nun an, wie wir mit diesem Indikator handeln können. Also wir handeln mit diesem Indikator so einfach wie möglich. Dieser Indikator hilft uns zu bestimmen, wann sich das ändert. Liegt der Kurs über diesem Niveau, haben wir einen Aufwärtstrend. Liegt er darunter, haben wir einen Abwärtstrend. Unsere Aufgabe ist es, auf die Linien zu achten, indem wir dieses Niveau durchbrechen. Denn nach dem Durchbrechen dieses Niveaus ändern wir den Trend. Also ich hoffe, das ist klar, Leute. Wenn Sie noch Fragen haben, Sie können mir immer auf meinem Telegram-Kanal fragen. Bevor wir ein Geschäft eröffnen, werden wir natürlich nicht in diesen Indikator verwenden, sondern auch bestätigende Faktoren von Kerzen und Niveaus. Also lassen Sie uns nun zum Handel beginnen. So, ich habe die erste Situation gefunden, die es auszuarbeiten gilt. Schauen wir uns einmal an, was ich auf der Grafik sehe. Und erstens, es gibt eine Trendwende. Wir haben dieses zentrale Niveau auf dem CSO durchbrochen. Als bestätigende Faktoren kann ich hervorheben, dass wir hier ein bestimmtes Unterstützungsniveau hatten, das ebenfalls durchbrochen wurde. Und sie wurde durch gute und impulsive Kerzen durchbrochen. Das alles sollte für mich auf die Fortsetzung der Abwehr bringen. Gehen wir zum Broker und eröffnen wir ein Geschäft. Wollen Sie sehen, wie ich in Echtzeit handle? Abonnieren Sie meinen Telegram-Kanal. Dort mache ich regelmäßig Live-Handelssitzungen, in denen ich meine Gedanken und Strategien teile. Sie können mich dabei beobachten und Ihre Fragen stellen. Verpassen Sie nicht die Chance, der Link ist in der Beschreibung. Ich habe also das gewünschte Währungspaar ausgewählt und eröffne ein Geschäft nach unten. Schauen wir mal, was wir auf der Grafik sehen. Auf der Grafik sehe ich das gleiche Bild wie auf TradingView, denn ich sehe den Ausbruch aus diesem Niveau. Der Ausbruch, den wir hatten, wurde von so roten und schwungvollen Kerzen begleitet. Als weiteren bestätigenden Faktor kann ich die Tatsache hervorheben, dass wir einige Unterstützungsniveaus haben, auf die der Preis wahrscheinlich zusteuern wird. Nun, während wir auf den Abschluss dieses Handels warten, möchte ich Sie auch über die Wahl des Währungssparers informieren. Die Sache ist die, dass nur die Währungssparer, die nicht das OTC-Präfix haben, auf TradingView betreiben werden, weil Währungssparer mit dem OTC-Präfix Broker Währungssparer sind und sie nicht auf TradingView übertragen werden. Also seien Sie deshalb vorsichtig bei der Auswahl eines Währungssparers und wählen Sie nur klassische Währungssparer. Das ist sehr wichtig, Leute. Das Geschäft wurde also mit Gewinn abgeschlossen. Leider ist es mir nicht gelungen, eine sehr gute und impulsive Abwärtsbewegung zu erwischen. Da die Grafik jedoch nach unten zeigt, betrachte ich die Situation als geklärt. Machen wir weiter. Ich habe also eine weitere interessante Einstiegssituation gefunden. Schauen wir uns an, was wir auf der Grafik sehen. Also der Abwärtstrend hat zu einem Aufwärtstrend geändert. Wir haben das mittlere Niveau des Indikators durchbrochen. Als bestätigenden Faktor kann ich darauf hinweisen, dass wir hier ein bestimmtes Widerstandsniveau haben, auf den der Preis wahrscheinlich zu streben wird. Und ich denke auch, dass es am ehesten gebrochen werden, weil die Annäherung an diesem Niveau haben wir nur gute und Impulskerzen zugunsten der Käufer begleitet wurden. Nun, so wie oben gibt es auch bestimmte Widerstandsstufe, auf die der Preis wahrscheinlich zu streben wird. Gehen wir zum Broker und öffnen wir ein Geschäft. Ich werde oft nach der normalen Rentabilität gefragt.
Hier zum Beispiel fragt Hans, welche Gewinnprozentsatz gilt als normal? 10 bis 20% pro Monat sind ein gutes Ergebnis, aber es ist nicht so einfach, eine solche Stabilität zu erreichen. Wäre so einfach für den Händler auf den ersten Seiten von Forbes landen. Ich teile alle Geheimnisse der Rentabilitätsberechnung auf meinem Telegram. Den Link finden Sie unter diesem Video. Ich habe also das gewünschte Währungspaar gewählt und ich eröffne ein Geschäft nach oben. Wie Sie sehen können, nutze ich 2 Faktoren, um Positionen zu eröffnen. Der erste Faktor ist ein Signal des Indikators über den Trendwechsel. Der zweite Faktor ist mindestens ein bestätigender Faktor, den ich auf der Grafik sehe, zum Beispiel bestimmten Ruß oder eine Kerzenmuster. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass je mehr bestätigende Faktoren Sie auf der Grafik finden, desto größer die Chance ist, dass Ihr Handel im Plus schließt. Allerdings reicht ein einziger bestätigender Faktor aus, um einen Handel zu eröffnen. Wir warten also darauf, dass der Handel geschlossen wird. Das Geschäft wurde mit Gewinn abgeschlossen. Ich habe also eine andere Situation gefunden, um in den Handel einzusteigen. Mal sehen, was wir hier sehen. In dieser Situation sehe ich, dass wir gerade diese zentrale Linie auf dem Z-Score-Indikator durchbrochen haben. Und sie wurde von unten nach oben durchbrochen. Das ist ein gutes Signal, um einen Handel nach oben zu eröffnen. Als bestätigende Faktoren kann ich dieses Widerstandsniveau feststellen. Und ich denke, sie wird durchbrochen werden, denn die Annäherung an dieses Niveau wurde von sehr guten und impulsiven Kerzen zugunsten der Käufer begleitet. Also, mein Geschäft ist offen. Falls dieser Handel mit Gewinn schließt, werde ich netto $41,50 verdienen. Warten wir auf das Ergebnis. Hauptaufgabe bei der Abweichung dieser Strategie ist es, das Signal des Indikators zu sehen. Nach dem Signal sollten Sie jedoch nicht sofort einen Handel öffnen. Ihre Aufgabe ist es auch, die Grafik anhand bestätigender Faktoren zu analysieren. Und erst nach der allgemeinen Analyse können Sie ein Geschäft eröffnen. Tolles Ergebnis. Schauen Sie sich an, was für eine selbstbewusste Aufwärtsbewegung wir erwischt haben. Das Geschäft wurde mit Gewinn abgeschlossen. Machen wir weiter. Ich habe also eine andere Einstiegssituation gefunden. Schauen wir mal, was wir auf der Grafik sehen. Das erste, was ich sehe, ist, dass wir das mittlere Niveau des Z-Score-Indikators durchbrochen haben. Dieser Ausbruch sagt mir, dass der Trend von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend gewechselt hat. Als bestätigende Faktoren kann ich feststellen, dass die letzte Kursannäherung von guten und impulsiven Kerzen zugunsten des Verkäufers begleitet wurde. Nun, auch hier sehe ich ein gewisses Unterstützungsniveau, das wahrscheinlich gebrochen werden wird. Also ja, gehen wir zum Broker und eröffnen wir ein Geschäft. Mein Handel ist also offen. Falls dieses Geschäft mit Gewinn schließt, werde ich netto $41,50 verdienen. So, mit buchstäblich 10 Sekunden zu gehen, bewegt sich der Preis in der Nähe meines Einstiegspunktes, auch wenn wir zunächst eine schöne und solide Abwärtsbewegung hatten. Nichtsdestotrotz schließt mein Geschäft mit Gewinn und das ist eine gute Art, diese Strategie zusammenfassen. Also zusammenfassend haben wir also eine einfache Strategie betrachtet, die mir geholfen hat, mein Guthaben mehr als 2-mal zu erhöhen. Dies bestätigt, dass der richtige Ansatz und die Kenntnis der Grundlagen der Schlüssel zum Erfolg in der Welt der binären Optionen ist. Wenn Sie weitere nützliche Signale erhalten und Ihre Handelsfähigkeit verbessern möchten, treffen Sie meinen Telegram-Kanal, weil dort teile ich relevante Signale und wertvolle Tipps, die Ihnen helfen werden, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Der Link zum Kanal finden Sie in der Beschreibung unter diesem Video und